Okay, ich erkläre euch in 5 Minuten, wie die norwegische Pension, also Rentenalter und die Bezahlung abläuft. Es ist ein sehr komplexes Thema. Jetzt haben die sogar noch in den Nachrichten gesagt, dass die wollen, dass man bis 72 Jahre arbeitet. Es ist unglaublich. 72 Jahre, da hat man ja eigentlich gar nichts mehr von seinem Rentenalter. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich mit 62 in Rente gehen kann. Normalerweise ist es 67. Es kommt aber auch immer darauf an, wie viel man verdient und wie halt die Regeln sind, weil die Regeln ständig immer wieder geändert werden von den Politikern. Das Thema ist halt sehr komplex. Es würde Stunden dauern, wenn ich wirklich alles ins kleinste Detail erklären würde. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Die norwegische Rente, die besteht aus 3 Teilen. Es ist einmal vom Arbeitsamt, was halt nav.no heißt, also Volksgedrückten. Da habt ihr halt AFP, das ist halt das, was euer Arbeitgeber dann einzahlt für euch. Und da habt ihr noch eigene Ersparnisse. Und es steht alles erklärt im Internet. Ich habe die Links dann in der Beschreibung drin für euch. Sogar ein Rententaschenrechner, wo ihr dann ein paar Zahlen eingeben könnt und gucken könnt, wenn ihr so viel verdient, so viele Jahre arbeitet, was ihr ungefähr erwarten könnt von eurer Rente oder nicht. Was halt sehr interessant ist, hier steht halt dann in Norwegen, dass man mindestens 5 Jahre arbeiten muss, nachdem man 16 Jahre alt ist, und die volle Rente würde man mit 40 Jahren bekommen. Heißt also, ich habe mal von ein paar Fällen gehört, wo dann Leute 10 Jahre, 14 Jahre in Norwegen gearbeitet haben und die meinten, dass sie dann keine Rentenansprüche haben. Aber hier steht es auf schwarz-weiß, wie es ist, 5 Jahre bis 40 Jahre oder länger, dann haben wir auf jeden Fall Rentenansprüche. Wie viel dann die Rente letztendlich ist, was man dann bekommt, ist schwer zu sagen. Hier hat man dann diesen Taschenrechner hier, der ist eine vereinfachte Version. Da habe ich mal meine Daten eingegeben, 1987, 600.000 Einkommen. Ich würde jetzt 10 Jahre hier arbeiten und da würde ich dann 2.000 norwegische Kronen kriegen. Das heißt also, ist eigentlich gar nichts, das ist Existenzminimum. Wenn ich jetzt hier 41 Jahre eingebe und ausrechne, da würde man 278.000 kriegen, also ungefähr 76.000 mehr, und das wird schon helfen, ist aber eigentlich trotzdem noch wenig, wenn man überlegt, in ungefähr 30 Jahren in der Zukunft, das weiß halt keiner, was ist, wie teuer alles ist, wie das Leben ist, ja, wo wir leben, wie wir leben, ob wir im Steinzeitalter leben, aber man sollte schon für eine Rente irgendwie bestreben, dass es halt über 300.000 Kronen ist, wenn man wirklich einigermaßen damit leben kann. Hier habt ihr dann die ganzen Links und dann könnt ihr es auch selber nachlesen. Ich denke mal, man kann es auch auf Englisch machen oder auf Deutsch. Weil die haben halt verschiedene Regeln, wenn man halt 1963 geboren ist oder später oder halt vor 1962. Und ja, es gibt halt andere Justierungen, also Anpassungen, Regeln, Minimums, Rente, und es ist halt sehr schwer, innerhalb von 5 Minuten alles zu erklären. Aber ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall weiterhelfen und ihr konntet ein bisschen mehr Einsicht haben, wie es ungefähr so im Groben läuft. Schreibt in den Kommentaren, was ihr denkt über die Rente, ob es sich überhaupt lohnt, 40 Jahre zu arbeiten oder nicht. Ich würde gerne eure Meinung hören. Also, seht euch in dem nächsten Video.